Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Heute zu Gast ist bei mir Bernd Betz. Er ist Geschäftsführer von Beton Betz in Kirchhardt zwischen Mannheim und Heilbronn etwa. Und er hat die letzten Monate, ja fast Jahre verbracht, indem er ein innovatives Feld selbst umgesetzt hat, nämlich den Einsatz von Recyclingzuschlägen in Betonbauteilen. Das Ganze ist eingebettet in ein europäisches Forschungsprojekt, das heißt Ceramco, das sich damit beschäftigt, dass Recyclingzuschläge im Beton Primärrohstoffe ersetzen und so natürlich besonders zur Nachhaltigkeit und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks beitragen. Herr Betz, wie ist Ihre Erfahrung? Woran scheitert es manchmal oder wie kann man das umsetzen? Unsere Erfahrungen sind eigentlich dahingehend nicht so positiv, dass in Deutschland einfach noch zu viele Hürden da sind, die die Freigabe bzw. die hochprozentige Zugabe von den Recyclingmaterialstoffen einfach nicht ermöglichen. Das heißt, in Deutschland kann ich nicht bauen, ohne dass ich eine Zulassung bekomme, und die Zulassung für das Recyclingmaterial ist leider noch sehr eingeschränkt. Also das Regelwerk verhindert ein bisschen Innovation. Kann man das wirklich so auf den Punkt bringen? Ja, es ist wirklich so. Also wir sind in dem Projekt ja schon über 3 Jahre jetzt aktiv und wir haben einiges probiert. Wir wollten ein ganzes Haus eigentlich hinstellen und es ist im Moment immer noch gescheitert, obwohl wir 2 Hochschulen haben, Kaiserslautern und Darmstadt, die uns versuchen zu helfen und die das versuchen durchzudrücken. Wir sind jetzt in der Endphase, aber es ist noch nicht durch. Das heißt, wir haben bis jetzt nur die Möglichkeit, diese Stoffe einzusetzen in Produkten, die nicht irgendwo statisch Vollerfordernisse brauchen, sondern zum Beispiel in Sichtwänden oder in Abstützwänden und sowas. Da ist es kein Problem. Wir haben jetzt ganz aktuell eine Lieferung nach Luxemburg in der Grenze zu Frankreich gemacht und haben dort mehrere Teile produziert, die wir mit Sichtbetonansicht praktisch schon mit Schriftzeichen, Buchstaben drin wunderbar ausgeliefert haben, um zu zeigen, dass ich auch fast 100% Recyclingmaterial verwenden kann. Zumal ja heutzutage jeder sagt, es muss einfach verhindert werden, dass zu viel Abfall entsteht. Also warum kann ich als Betonwerk, wo genau weiß, meine Teile haben nur Sand, Kies, Zement, diese Teile nicht wiederverwenden? Und da scheitert es noch. Ja, also aber an der Qualität, so habe ich Sie verstanden, hat es überhaupt nichts zu bedeuten, sondern es ist genauso hochwertig wie vorgefertigte Betonbauteile, die ja unter kontrollierten Bedingungen in Werken erzeugt werden, auch sonst gemacht werden. Richtig, ja, genau. Und es ist eigentlich ziemlich schade, dass das ganze Material im Moment nur für die Bodenbearbeitung praktisch verwendet wird. Und es entsteht ja dermaßen viel, also wir haben bei uns pro Jahr, kann man sagen, dann schon an die 2000 Tonnen Recyclingmaterial, die anfallen. Und die müssen irgendwo wiederverwendet werden können und nicht nur auf der Schutthalde oder im Erdboden verschwinden. Ja, also so einmal das, was im Werk anfällt, aber natürlich auch von außen. Da gibt es ja auch in Baden-Württemberg erst wenige echte Baustoffrecycler, die das hochwertig machen. Würden Sie sich wünschen, dass es viel mehr gäbe? Ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn sowas auf kurzem Weg erledigt werden kann. Also wenn alle Werke irgendwo in relativ naher Umgebung die Möglichkeit haben. Man kann es natürlich auch machen, wie wir es gemacht haben, dass man, wenn man die Lagermöglichkeit im eigenen Betrieb hat, dass man das vor Ort machen lässt mit einem transportablen Recycler. Und so haben wir es im Moment und haben die ganzen Haufen bei uns liegen und verwenden das teilweise, so wie es noch zulässig ist. Leider sind es halt im Moment nur 10% beim Sand und 30% beim Kies. Verwenden wir das Material jetzt schon mit. Und was würde gehen, Herr Betz? Also ich bin mir sicher, dass wir über 50% Recyclingmaterial einsetzen können, ohne an der Qualität der Produkte irgendwo was wegzunehmen. Ja, eine tolle Perspektive, Herr Betz, vielen Dank. Wir sind selber dran bei den Verbänden mit solidunit, solidunit.de, und haben eine eigene Gruppe mit dem Thema Ressourceneffizienz und werden Sie auch auf dem Laufenden halten zu diesem Thema. Wir werden die Politik fordern, die zu Recht Nachhaltigkeit fordern, aber wir wollen natürlich beweisen, dass mit dem Baustoff Beton und mit Betonbauteilen das am besten machbar ist. So viel von Talk Concrete.